Herzlich willkommen alle miteinander zur 7. Folge von Hogwarts Legacy. Wir machen jetzt erstmal ein paar Nebenquests. Und wir fangen an mit den Daedalian Keys. Eine neue Form von Secrets, die wir finden und dann knacken können. Wobei es ist eigentlich eher eine Geschicklichkeitssache als ein Secret. Aber als erstes müssen wir jetzt mal diesen ersten Schlüssel finden und dann einen dieser Cabinets öffnen. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Den habe ich noch nicht geöffnet. Ja, dann war die rein. Levioso. Okay, wieder mal ein Fähigkeit-Page. Und die erste von 50 in der nächsten Stufe. So, das ist jetzt hier der Astronomy Tower. In Astronomy hatten wir noch gar keine Lesson. Der geht doch recht weit nach oben und der öffnet sich oben. Revelio. So, und hier. Ah, genau hier. Werden wir später auch noch einen wichtigen Raum finden, nämlich den Raum der Wünsche. Der ist nämlich genau hier und auf der anderen Seite der Wand. Aber erstmal hier diese Page. Tapestry of Barnabas the Barmy. This tapestry depicts the wizard Barnabas the Barmy's foolish attempt to train trolls for the ballet. One can only imagine the impact on the arts he had succeeded. Warum hat er versucht, Trolle zum Ballett zu bringen? Ich meine, warum nicht, ne? Aber mich würde tatsächlich mal interessieren, warum. So, und hier auf dieser Seite ist irgendwann der Raum der Wünsche. Aber Revelio. jetzt noch nicht. So, hier ist der Klassenraum. So, da ist das Cabinet. Das werden wir wahrscheinlich gleich öffnen. Was haben wir hier für einen Brief? My dear Satyavati, you'll be pleased to hear that I received word from my contacts at Cambridge who considered that they had in fact been incorrect in their understanding of meteor showers. It seems that an Irish astronomer and a British astronomer both built upon the work done by an Italian astronomer. All muggles, mind you, as far as I know, to propose calculating the position of the dust at Earth's orbit as means of connecting meteors to comets. Brilliantly, really. One can only imagine what they might do with an enchanted telescope. Frustratingly, in my correspondence, I did feel that I had to continue using the pseudonym from my days as a gentleman scholar. Whilst I still find it rather exciting to have a secret identity, the reason irks me. I am so looking forward to our trip later this year to Yanta Manta. What an adventure we shall have. I miss you, dear sister, and do hope you are well. With love, Sukrita. Das ist die Schwester von Satyavati. Das ist, ich weiß nicht genau, wie ihr Nachname ist, aber das ist auf jeden Fall die Astronomy-Lehrerin. Und ich glaube, das ist auch sie, die hier sitzt. Die werden wir auch noch erleben. Oh. Ich finde das interessant, dass es in so einem Universum wie Harry Potter eine Astronomie-Disziplin gibt, gleichzeitig mit einer Astrologie. Das gibt auch immer wieder recht interessante Konversationen und ja, was denn daraus entsteht. Aus diesen Dingen, die sich eigentlich offensichtlich überhaupt nicht miteinander verbinden lassen. So. So, jetzt haben wir ihn gefunden und jetzt der Key, der macht sich jetzt direkt vom Staub. Aus dem Staub, meine ich. Den müssen wir jetzt irgendwie wiederfinden. Und da ich ja weiß, dass ich hier gerade eben ein Cabinet gefunden habe,
Klar, dass sie hier ist. There's Und the jetzt cabinet. können wir das Cabinet How do I öffnen. get this key in there? Ja, wir müssen den Schlüssel jetzt in dem Moment slappen, in dem über dem Schloss ist. Ja. Hoffentlich schaffe ich das. Got it. Yes. An Genau. old coin. Perhaps Nellie knows what it means. So, und das ist jetzt ein Gegenstand für dieses House-Chest, das wir am Ausgang von unserem Common Room gefunden haben. Revelio. Und davon müssen wir jetzt eine ganze Menge finden. Wer ist das eigentlich für ein Geist? Ist das Nearly Headless Nick? Ich glaube ja. Ich glaube, das ist Nearly Headless Nick. Ja. Kann ich jetzt nicht weiter recherchieren. Keine Zeit. Und keine Anhaltspunkte. Okay. Galleons and a historian's uniform. It was brilliant solving those old treasure maps. Vielleicht hätte ich doch eher die Flu Flames nehmen sollen. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Yes. Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant! What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. Den Gryffindor Common Room habe I ich do bisher hope auch you noch nicht continue gefunden. on. For so much effort, the prize must be something grand. I should see this through and find the Slytherin house chest. Ich weiß, wo das Ding ist, habe ich ja gerade eben gesagt. Revelio. Ich wollte noch mal in die Bibliothek. Das mache ich jetzt mal schnell. Genau, da war nämlich noch dieses Feuer, was man auch noch irgendwie Revelio. löschen kann. Oder mir fehlt irgendein Spell dafür. Kann auch sein. Sorry. Revelio. Aber da oben ist doch noch... Das weiß ich noch ganz genau, dass da oben noch ein Ding kam. Okay, dann habe ich mich entweder geirrt oder ich bin an der falschen Stelle. Revelio. Ja, dann habe ich mich einfach geirrt. Gut, dann weiter im
Gehen wir zum Common Room. Revelio. Ah. This must be my house chest. Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. Ja, insgesamt 16. Revelio. Aber das ist jetzt natürlich nicht auf der Karte zu finden, sondern da müssen wir jetzt tatsächlich einfach alle abklappern, die wir irgendwie finden können. Ach, hier haben wir noch Outposts. Die habe ich noch gar nicht. Ach, das ist das von Lucan. It's time to prove your dueling metal. Ja, das hatten wir zuletzt. Hatte ich ja schon gesehen, dass ich diese Quest bekommen habe. Okay, dann... Ja, das ist jetzt halt eine ongoing Sidequest. Habe ich jetzt aber nicht vor, da jetzt gerade drin aufzugehen. Wir machen Venomous Valor. Find and enter the hidden herbology corridor. Ja, ich werde jetzt am Anfang aber doch eher zu Fuß die ganzen Sachen hier in Hogwarts besuchen, weil es gibt noch so viele Orte, die ich noch nicht erkundet habe. Ah, hier ist ein... Wo ist er hin? Cool. Oh, der nächste. Das würde mir alles entgehen, wenn ich mich teleportieren würde. Na, einmal zu spät zugeschlagen. Yes. Should never have trusted. Ah. Die fangen irgendwann eine Schlägerei an, das weiß ich. Oder beziehungsweise eigentlich verprügelt nur der eine den anderen. I've no doubt. Revelio. Worst headmaster Hogwarts Revelio. Hä? Fliegt hier irgendwo eine Seite rum?
Ich sehe keine. Also es ist eindeutig hier irgendwo. Das ist wahrscheinlich eher im Haus drin. Revelio. Ja, irgendwo hier oben. Ah, hier. Goblin Artifact. Horns like these were used by goblins during the 1612 Goblin Rebellion to rally troops and generally annoy witches and wizards. This horn was discovered in the aftermath of the rebellion behind the Hogshead Inn, with a wedge of Gorgonzola stuffed inside, presumably to mute it. Sieht aus wie ein seltsames Saxophon oder sowas. Fantasy. Revelio. Und da oben ist die nächste Page. Allegedly, the location of the first known instance of an arguably successful casting of Bombarda. Date unknown, caster unidentifiable. Okay, jemand hat hier Bombarda gecastet und das ist jetzt dann davon der Abdruck oder sowas, ja, der Schatten. Revelio. Ob derjenige überlebt hat, wissen wir nicht. Warum ist jetzt immer noch ein Ding hier? Ich gehe da jetzt nicht weiter suchen. Ich werde die ganze Zeit abgelenkt. Ah, wieder irgendwo ein Ding. Das ist irgendwo weiter weg, okay, aber ich meine, die Karte meint halt, ich müsste hier lang gehen. Ein Drachen. Aus Hecke. Accio. Revelio. Glumbumbles are magical flying insects that produce a treacle which will cause melancholy if consumed. They feed on nettles and nest in dark and secluded places. Unfortunately, they are known to infest beehives, having a devastating effect on the honey therein. Revelio. Interessant. Dass man von Honig Melancholie bekommt. Geht's denn hier überall hin? Ah, ich weiß ja, ich suche hier nach dieser Eingangstür. Und die ist tatsächlich relativ gut versteckt hier unten. Ja, jetzt erinnere ich mich, ich erinnere mich. Ah, das hier ist eine Astronomie. These dry vines are one spark away from becoming kindling. Aber das können wir noch nicht benutzen, weil wir das entsprechende Item noch nicht haben, das wir brauchen, um diese, wie nennt man das? Also, diese Sternwarte hier zu benutzen. Genau, Sternwarte ist es. Okay, wo war jetzt? Hier ist der Eingang. So, und dafür brauchen wir Incendio. Ja, rein hier. Hab mal überlegt, ob ich mein Spellset nochmal verändern will, aber nee. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Genau. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light.
Kennen wir auch aus den Harry Potter Filmen und Büchern. Wobei das da nur sehr selten. Ich glaube sogar, es gibt nur eine Stelle, an der die Devil's Snare auftritt. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Incendio. Lumos. Revelio. Lumos. Eine neue Uniform. Autschi. Revelio. Lumos. Revelio. Incendio. Accio. Lumos. Okay. Incendio. Lumos. Seems the Devil's Snare was protecting a chest of some kind. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Revelio. Ah. Toll. Na gut. Lumos. Accio. Lumos. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Incendio. Lumos. Aber sogar noch ein paar Seeds mitgenommen. Bin mal gespannt, wo wir jetzt rauskommen. In irgendeinem der Greenhouses. Revelio. Accio. Revelio. Ah, hier. Dirigible plums. This orange radish-like fruit floats upside down as it grows. Some believe it can enhance one's ability to accept the extraordinary. Was ist damit jetzt gemeint? Keine Ahnung. Oh, noch ein Ding, okay. Hier kommen wir nicht durch. Revelio. Die Pflanzen, die werden, glaube ich, alle nachwachsen. Oh, wieder ein neuer Gegenstand. Der besser ist als mein alter. Oh, hier kann man eine Main Quest starten. Mache ich jetzt aber nicht. What are you up to now? Hahaha, hättest du wohl gern gewusst. Revelio. Greenhouse tree. Situated at the center of a Hogwarts greenhouse, this giant tree has a system of roots as
Deep-reaching and convoluted as the school's dungeons. Da geht's auch nicht weiter, aber da... Na, ich gehe trotzdem erstmal hier runter. Revelio. Ist irgendwas in diesem Wasser hier drin? Ja, eines gibt es nämlich nicht in dem Spiel und das ist Tauchen. Das werden wir später auch erleben, wenn wir mal in dem großen See schwimmen. Da kann man dann nämlich auch ein paar Sachen machen, aber unter Wasser wird nie gezeigt. Revelio. Revelio. Ah, wir sind im Central Hall. Have you found anything to, prove my bravery yet? Yep. Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Ja. Und was lässt du dafür springen? Gar nichts? Oder ich bin einfach nur böse und behalte es. Now that I think about it, Puffskein Dunkeen, I think I shall keep this. You need to overcome your cowardice. You can't be serious. This is awful. I don't know what to do now. I'm doing you a favor. Disappointment like this will encourage you to become a stronger person. Ja, I wohl don't kaum. need to be stronger. I need to be left alone. Even Zenobia Noak will make fun of me now. You've wasted my time. You're not who I thought you were. Should never have trusted you. Ja. Ich habe sie alle hintergangen. Und vielleicht werde ich auch irgendwann Sebastian hintergehen und alles Mögliche. Gehen wir mal in die Questlog jetzt. Crossed Once, Round 3. Das machen wir. Ah, stimmt, der Gear. Gear wollte ich angucken. Also, wir haben neues Faceware. Was natürlich schlechter ist als das, was wir schon ausgerüstet haben. Und wir haben neuen Cloak. Der ist tatsächlich besser. Ah, stimmt ja, wir können ja trotz allem den hier als die Ausrüstung nehmen wieder und gucken wir mal das Outfit an. Genau. Nee, wir bleiben schön bei den Sachen, die wir vorher hatten. Die Dark Arts Robe. Und beim Outfit halt. Beim Outfit ebenfalls das Dark Arts Outfit. Haben wir eigentlich auch Dark Arts Handschuhe? Ja, wir haben Dark Arts Gloves. Faceware haben wir aber keins, ne? Da doch, wir haben sogar Faceware, aber das ist mir tatsächlich too much. Das will ich nicht.
Gibt es einen Dark Arts Hut? Ja, gibt's glaube ich auch. Ja. Nee, aber einen Hut will ich tatsächlich auch nicht. Nee, wir bleiben bei dem, was wir haben. Oh, der nächste Daedalian Key. Habe ich ihn jetzt verloren? Och. Ich glaube, der ist nach oben geflogen. Ja, das ist Professor Hackett. Okay. Mitten in der Nacht. Ja. Revelio. Revelio. War ich hier nicht schon mal? Haunted toilets. Unless in dire straits, it is probably best to avoid this particular toilet as it is allegedly one of Peeves' favorite pranking spots. Ja, ich habe ihn ja hier schon mal gesehen. Incendio. Revelio. Accio. Ja, dagegen Accio nicht, ne? Ja. Jetzt muss ich wieder bis zum Tag warten. Future champion coming through. Hey, Lucan. Ja, ich nehme gerne noch Hello, mal den Lucan. Training Dummy. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? Ja. That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. Incendio. Oh. Leider falsch. Thing? Okay, nochmal. Accio. Hä? Ich hatte doch gerade im Accio. Egal. Incendio. Levioso. Nicely done.
ist das? Achso, das ist Standard. Accio. Incendio. That's it! Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Good one! Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Er hat Angst. It was only a training dummy. True, but it's a difficult dummy. Believe me, I know. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Ah, Spell Combination. Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? Absolutely. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Ja, natürlich mit Nettie. Ich könnte auch ohne Partner. Ich bin mal so richtig, ja, ich bin mal so richtig arrogant und gehe ohne Partner. I'll go it alone. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Break through red shields with damage spells, like the fire-making spell Incendio. Target lock. Ja, okay. Wissen wir. Levioso. Protego. Superfly. Levioso. Accio. Incendio. Stupefy. There goes my wager. Confringo. Stupefy. Accio. Lumos. Lumos. Levioso. Incendio. Stupefy. Come on. Accio. Incendio. Stupefy. Confringo. You're best of that. Accio. Levioso. Stupefy. Incendio. Protego. Stupefy. Shall win now. Accio. Levioso. Stupefy. Is that all you've got? Fringo. Protego. Stupefy. Accio. Stupefy. Stupefy. Incendio. Levioso. Stupefy. I'm the one! Accio. Levioso. Protego. Stupefy. Levioso. Fringo. Stupefy. Accio. Incendio. Levioso. Stupefy. Levioso. Accio. Incendio. Tja, Pity more people can't watch the duels. das war kein Duell. What a victory! You've won the tournament! I'm just That was getting nothing. started. I'm just getting started. If the best duelists in the school weren't enough for competition, then perhaps you should consider transferring to Durmstrang. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Dankeschön. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Herbology macht doch keinen Spaß. Zumindest mir nicht. Okay.
Hast du was zu sagen? Shame it's over. I was just getting started. Ja. Ich hätte gerne weitergemacht. Ich hab den Arsch versohlt. Revelio. Ach, da komme ich ja wieder nicht rein in diese Tür, ne? Ja, nee, dann. Nächstes, Oh ja. Eine Challenge. Wieder mal Sidequests geschafft. Lucky Leprechaun Gloves. Oh, die sehen auch schon ganz cool aus, ja. Ich meine, die passen besser zu dem Outfit. Ja. Whatever. An die Gloves sieht man sowieso nicht besonders gut. Oh, wir haben noch eine Challenge, okay. Noch was anderes geschafft? Nee. Ich habe nur das andere, was ich freigeschaltet habe, da noch nicht angeguckt gehabt. Na gut. Ach so, ja, Quests wollte ich mir angucken. Die Daedalian Keys haben wir jetzt... Naja, machen wir halt nebenher. Und... Was können wir hier lernen? Expelliarmus. Ja, komm, den machen wir noch. Successfully... Ach so, das ist was ich sowieso nebenher machen muss. Successfully avoid enemy attacks by dodge. Okay, ja, gut. Das ist... Dazu könnte ich jetzt in die Natur gehen und irgendwelche Monster halt angreifen, die mich dann halt angreifen wollen. Nicht mit Spells, sondern mit irgendwelchen Melee-Angriffen und dann kann ich denen ausweichen. Das müssen wir sowieso machen, von dem her können wir das auch gleich nebenher machen und eine der Main Quests nehmen. Und ich nehme den niedrigeren Quest. Ja. Nehmen wir die Herbology Class. Wir sind, glaube ich, sowieso nicht so weit weg davon. Map. Ja, doch nicht. Ah, ich habe mich geirrt. Wir sind am anderen Ende von Hogwarts. Na gut, dann Greenhouses. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Revelio. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. Ich sehe auch aus wie eine Rose. We do Und sie look forward to gucken growing alle together. sehr betreten, etwas... How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Das lerne ich also im ersten Jahr, Mandrakes. Das lernt Harry Potter im ersten Jahr. Glaube ich. Quickly, place your mandrake in the new pot and pat down the soil.
The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Ach, wie schön. Now, for our next task, we'll be planting Dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. Revelio. Was wird sie denn wohl mit mir besprechen wollen? Oh. Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. Das werden wir nämlich auch noch machen. Mandrake ist nämlich eine durchaus sehr effektive Waffe. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Ah, I nearly went deaf. Keine Ahnung. Ich werde ihr nicht sagen, dass ich vielleicht fast top geworden bin. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting Dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. Da wird jemand misstrauisch, huh? I should think Professor Garlick would be more careful with her mandrakes. Was? Wieso? Ach, das ist ja ominous. Okay, ja. Ach, sie will uns noch was beibringen. Pardon me, Professor. What am I supposed to do with the Dittany seeds? Your part in all this floral alchemy is simple. Take the seeds to your potting table, plant them, and then wait for harvest time. So, wir haben schon Dittany Seeds, genau. Die müssen wir jetzt einfach noch hier einsetzen. Und die brauchen jetzt 10 Minuten, bis sie fertig sind. Also, reif. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Dann reden wir mal mit Pruitt. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. Das war irgendein Spruch über Bäume, den der da angepasst hat. Ja, okay, wir können das nochmal inspekten, aber wir wissen ja, dass es noch 8 Minuten und 30 Sekunden dauert, bis die Pflanze fertig ist. Aber ich sollte jetzt mich irgendwie mit Leander treffen, aber ich weiß nicht, wo der ist. Ist der hier oben das? Hello. Ja. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Ich habe dich doch gerade eben im Duell fertig gemacht. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. Revelio.
thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank Bin ich you. jetzt richtig, oder? I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, Nee, I ich would bin völlig falsch. if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with honor. No offense. Sorry. Weil wir ja Slytherin sind. Ich bin irgendwie verwirrt. Aber ich glaube, jetzt habe ich wieder den Weg gefunden. Revelio. Warum sollen wir hier jetzt doch wieder oben lang gehen? Was soll denn das? Okay, es ist ziemlich durcheinander. Here we are. Okay. Home of the Chinese chomping cabbage. Ach, da ist ein riesiges Schloss davor. Revelio. Okay, dann muss ich die jetzt wohl hier aufnehmen. Now, see Ja. that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Okay, dann machen wir das mal. Und wie? Ja, stimmt. Ich muss die jetzt erst hier auswählen. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Was? Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Er hat irgendwie so ein bisschen Schiss. Ich weiß es nicht. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're, not someone to be trifled with. I see that. Warum sind die alle Dogweed so and leicht? Deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Er ist eingeschüchtert. I'll see you back in class. Revelio. Beeindruckt vielmehr. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. Was? Was ist mit ihm? Hat dir die Venomous Tentacular hier vielleicht die Hand abgebissen oder was? Weil du deine Handschuhe nicht getragen hast. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Natürlich. Don't care much for plants, honestly. Thank you, Professor, but looking after plants isn't all that thrilling to me. I think you'll come to see that the fruit is well worth the labor. As we herbologists like to say, tend to your plants and they'll tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Okay. Dann haben wir auch unsere Herbology Class geschafft. Okay, wir haben eine neue Quest. Kindness and concern are as necessary in the greenhouse as in the Great Hall. Okay, Potions Class ist das nächste. Das ist auch relativ schnell geschafft. Ich weiß, dass das auch nicht besonders lange dauert, deswegen schließe ich das jetzt einfach mal direkt an, weil The Girl von Wagadu, das weiß ich, das ist eine relativ lange Quest. Da müssen wir ja raus aus Hogwarts und da gibt es auch einige Kämpfe. Beziehungsweise, ich glaube, das hat auch viel mit Stealth zu tun, der Quest.
Ja, die können wir sowieso nicht machen. Okay, die Assignment. Also machen wir Potions Class. Alles klar. Ja, wir gehen einfach direkt hin. Dieses Mal werde ich mich nicht teleportieren. Handy resource indeed, your field guide. There you are. The cross one's duelist to beat. Revelio. My older brother used to tell. Imagine solving a riddle that I mentioned and then not telling me the answer. Shouldn't there be auras or someone from the Ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. It would make him look Ah, der nächste. Und das nächste Haus-Token. So, da kommen wir nicht rein. Dann gehen wir mal in die Klasse. Revelio. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Tja. Er hat wahrscheinlich eine dieser Verletzungen, die man nicht heilen kann damit. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Ja, wir brauchen jede Menge Zeug für alle möglichen Tränke. Das meiste davon kann man in der freien Natur irgendwie rausbekommen, also herbekommen. Manches muss man aber tatsächlich einkaufen. My Wigan-Weld potion's utter rubbish. Wish I could just replace it with one from J. Pippin's. Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. Ja, man kann nicht alles growen, glaube ich. Also, ja.
Egal. Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Okay. Meine Augenbrauen sind mir aber wichtig. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Okay. So schlimm? Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. Ja, will er wahrscheinlich absichtlich nicht. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, you're the new student. I've heard much about you. Thank you. I'm Amit, by the way. Pleasure, truly. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. Naja, I was... Nö. Professor Sharp didn't seem as impressed as you are. Don't take it personally. Professor Sharp wouldn't be impressed by a troll reciting the tales of Beetle the Bard backwards. And in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Ja, wir müssen mal Speaking wieder... of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. Ja, wir müssen dringend weiterarbeiten. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Mal gucken, vielleicht nehme ich es auch mit und dann gebe ich es dir nicht. I don't know, Gareth. Aber ich glaube I eher don't want to nicht. get on Sharp's bad side. You won't. Fooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. Puh. Also, das erste definitiv nicht. I've enough to worry about collecting the ingredients he wants me to get. I'm afraid I can't help you. I understand. I'll sort something else out. Can you remind me what you needed again? I was hoping you could get me a Fooper feather from Sharp's office. It's the last ingredient I need to complete my potion. Ich dachte, er sagt jetzt was anderes. Okay, gut. Er erwartet keine erweiterte Antwort von mir. Sehr gut. Okay. Ja, ich kann jetzt hier jede Menge Zeug mitnehmen aus diesem Office. Das mache ich aber nicht. Memorandum. Date 31st of December 1875 from Aura Office. Subject Borgin and Burks. Borgin and Burks has had an increased amount of activity outside of ordinary shop hours, particularly in the wee hours of the night, with suspicious deliveries being made to the shop's back entrance. Given what we know of the shop's reputation, we are adding more auras to join those that have already been watching the shop. You are amongst the new additions. Further instructions follow. Okay. Er muss also anscheinend mitmachen. Superfeather. Jetzt weiß ich nicht mehr genau. Was sollte ich nochmal holen? Ah ja, Ashbinder X. Und Dark... gut. Okay, ja. Alles klar. Also ich habe das geholt, was ich für die Edurus Potion brauche. Die Superfeather brauche ich tatsächlich nicht. Ist auch nicht besonders wichtig. Das ist wirklich ein Wender nur für diese Quest. Die kann ich selber tatsächlich gar nicht großartig benutzen. Und später im Spiel kann man davon mehr als genug bekommen. Deswegen nehme ich sie nicht mit. Precision is key when brewing potions. Proficiency and potions are two things that cannot be rushed. Have patience
and be thorough. Mal gucken, vielleicht kann ich auch den anderen Typen, der mich gerade eben benutzen wollte, auch einfach verpfeifen. Professor, what should I be doing again? You should have collected the ingredients from my office and begun brewing a potion at your cauldron. Finish your potion and then return to me. Okay, ich kann ihn also nicht verpfeifen, zumindest auf die Art und Weise nicht. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. Ja, das ist durchaus wahrscheinlich, dass du sie brauchst als Zauberin. A well-prepared witch or wizard always has a Oder few Zauberer. potions on hand. Gareth will... Ja gut, mit dem rede ich jetzt tatsächlich nicht nochmal. Interact. So, und wir machen eine Edurus Potion. Das macht er jetzt auch komplett alleine, dieser Cauldron. Da müssen wir jetzt gar nichts mehr tun. And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to... Ah! Get it! Oh! Dragon Dung! What happened? Das wusste ich. Deswegen habe ich ihm nicht geholfen. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Okay, wir collecten unsere Potion. Und reden mit Professor Sharp. I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. Glad you managed to stay on task. Not every class is so eventful. I saw Mr. Weasley speaking with you earlier. He can be quite persuasive. Glad you managed to resist. You've done well today. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Dismissed. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Die Lehrer und Lehrerinnen haben oft viele Ähnlichkeiten zu den Lehrern aus dem Harry Potter-Universum. Und Professor Sharp ist da absolut keine Ausnahme. Der ganz besonders hat sehr viel Ähnlichkeit mit Snape. Wobei Snape eigentlich noch mal einen Zacken heftiger ist und der auch sehr viel zynischer und sehr viel feindlicher gesinnt ist gegenüber dem Hauptcharakter Harry Potter. Oh. So, da geht's runter, da wollen wir aber nicht runter. Wir gehen jetzt wieder rüber. Revelio. Okay, das war's. Okay, ja, ich dachte, da würde jetzt noch ein bisschen mehr kommen. Nee, dann würde ich sagen, wenn ich in die Quests reinschaue, dass wir jetzt hier beenden. Und im nächsten Video machen wir dann die nächste große Main Quest, The Girl from Wagadu. Und da gehen wir das erste Mal in die freie Wildbahn raus aus Hogwarts. Nicht nur nach Hogsmeade, sondern wirklich mal woanders hin. Von dem her, danke fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr wollt. Macht's gut und ciao.